Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Wie ihr seht, bin ich heute sehr minimalistisch unterwegs. Ich nehme erstmal was von dem Fichtennadeltee. Prost! Ja, und zwar bin ich heute ohne Rucksack unterwegs. Ich will euch heute mal zeigen, wie ihr mit einem Poncho einen Notfallrucksack machen könnt. Ich habe den ja auf dem Intro schon getragen und jetzt, wie ihr seht, dient er mir hier gleich noch als Shelter. Also ich hatte wirklich minimales Gewicht mit, habe mir hier wirklich nur auf dem Feuer schnell einen Tee gekocht, hatte keinen Kaffee mit, nichts. Das macht auch mal richtig Spaß, so richtig minimalistisch durch den Wald zu schlendern und sich das dann gemütlich zu machen. Ja, ich trinke jetzt hier meinen Fichtennadeltee, werde einen kleinen Moment hier den Wald genießen und dann zeige ich euch beim Abbau, wie man diesen Notfallrucksack baut. So, der Fichtennadeltee in meinem kleinen gemütlichen Poncholager hat geschmeckt. Ja, ich habe schon mal alles vorbereitet, alles abgebaut, alles auf die Plane gelegt und jetzt mache ich Schritt für Schritt mit euch den Poncho-Rucksack. Ja, als erstes machen wir den Poncho zu, so wie als wenn wir den als Regenponcho nutzen würden wollen. Da hat es ja an den Seiten diese Nieten. Da machen wir den jetzt, knöpfen wir den zu. Mache das jetzt auf beiden Seiten. Mal gucken, wo hier der Anfang ist, dass die Länge stimmt. So, 1, 2, 3 und 4. Ich mache den auch ganz bis oben zu, nicht wie beim Regen. Da lässt man ja oben noch offen, dass man die Arme durchbekommt. Also wir machen unseren hier komplett dicht. Die Seite noch schnell. Ja, das passt. Bisschen mühsam hier draußen, aber so, und die letzte. So, jetzt haben wir unseren Poncho hier zu. Den sehen wir schon. So, und den lege ich jetzt auf die Plane und zwar so, dass die offene Kapuze nach unten zeigt. So sieht das Ganze jetzt aus. Die Seiten sind zugeknöpft, die Kapuze ist mit der Öffnung nach unten. Ich habe sie jetzt halt bloß reingeklappt, damit man es besser sieht. Ja, und jetzt gehen wir her und falten den Poncho jeweils zu einem Drittel hier zusammen. So. Schön glatt machen. So, und legen das so aufeinander. Wichtig ist, dass ihr an den unteren Ösen hier Schlaufen angebunden habt. Ich habe jetzt hier meine Tabloops genommen. Die habe ich ja eh immer an meinem Poncho. Wen das interessiert, da gibt es auch ein Video drüber, wie das funktioniert. Ja, und ich nehme jetzt praktisch hier die Schlaufe und ziehe die hier durch die zweite Öse. Somit schaffe ich dann hier nochmal eine zusätzliche Verbindung. Und das gleiche machen wir auch hier an der innenliegenden. Ziehe ich jetzt hier auch durch und schaffe eine Verbindung. Und diese Schlaufen sind dann gleichzeitig der Hüftgurt von unserem Rucksack. Okay, jetzt lege ich das Teil hier einfach um, und zwar bis oben. Das heißt, wir halbieren das und behalten aber schön hier die Schlaufen draußen. So, und jetzt können wir nämlich hergehen und das Ganze hier wickeln. Und das wird praktisch unser Hüftgurt. So, die Länge hätte jetzt unser Rucksack.
Um den Bauchgurt zu fixieren, benötigen wir 2x 1 Meter Paracord, um das Ganze zusammenzubinden. Ich habe jetzt hier gleich ein paar von meinen Seilspannern genommen. Warum, seht ihr gleich im Video. Jetzt brauchen wir einen Spannknoten. Dazu lege ich das Paracord doppelt, mache hier oben so eine Schlaufe rein und führe das andere Ende hier wieder durch. So, dann kann man das hier zusammenziehen, bisschen sortieren das Ganze. Ja, das ist vor der Kamera ein bisschen schwierig. So, ziehe ich es einfach. So, und jetzt seht ihr schon, jetzt haben wir hier so einen Spannknoten. Wenn ich das ziehe, klemmt der fest. Und ich habe hier meine Spanner benutzt, damit man da unten gleich noch das Fell mit befestigen kann. Okay, das mache ich jetzt für die andere Seite auch noch. Nochmal das Ganze. Paracord doppelt genommen. Hier so eine Schlinge rein. Das Ende da durch. So. Und das Ganze hier zusammenziehen. Und ein bisschen sortieren. So. Und seht ihr, da haben wir den zweiten Spannknoten. Ja, und die machen wir jetzt ganz einfach. Ziehe es mal ein bisschen auseinander. Hier um unsere Rolle. Wichtig dabei ist, dass er das ruhig ein bisschen einknickt. Hier nach innen das Ende, dass das richtig drum ist. Und ich mache sie auch schräg. Ich mache sie richtig 45 Grad und dann richtig festziehen. Also auf der einen Seite, wie ihr seht, seht ihr, das klemmt. So, das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Knoten hier rum. So, auch ruhig hier ein bisschen reingehen und 45 Grad festklemmen, richtig schön ziehen. So, das ist jetzt praktisch schon der Boden von unserem Rucksack. Okay, ich mache jetzt gleich noch das Fell unten dran. Mit dem Seilspanner ist es natürlich praktisch. Könnt ihr das schön ziehen. Ich muss mal sehen, dass ich hier alles erwische. Nicht, dass mir das nachher rausrutscht. Ja, verrutscht. So. Okay. So. Schon ist das Fell wieder unten dran. Ja, jetzt ist der Rucksack schon fast fertig. Der Boden ist zu, die Seiten sind geschlossen. Jetzt können wir den Poncho-Rucksack schon mal beladen. Das machen wir durch die Kapuze. So, nehme ich die Kapuze und stecke das hier rein. Natürlich vernünftig packen die Sachen, weil sonst drückt das. Ihr habt natürlich kein Rückenpolster in dem Sinne. Das ist ja auch ein Notfallrucksack. So, die Sachen wären drin. Die Folie packe ich jetzt noch nicht rein, sonst zeigt sich das schlecht. Okay, dann haben wir das erledigt. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch oben irgendwie zusammenbekommen. Ja, dazu benötigen wir natürlich wieder ein Stück Paracord. Und zwar so circa 4 bis 5 Meter. Warum so lang? Weil ich es gerne doppelt nehme, sonst schneidet euch das hier in den Schultern sehr stark ein. Also ich nehme es praktisch doppelt. Wenn ihr das einfach nehmt, könnt ihr auch die Hälfte nehmen. Ja, und was machen wir damit? Ich habe wieder so einen Seilspanner genommen. Ihr könnt natürlich auch einen Knoten machen, bloß so kann ich das wie ein Gürtel zuziehen.
macht sich für mich besser. Ja, und was habe ich noch gemacht? Ich habe hier am Ende noch einen Knoten reingemacht, einen ganz normalen mit so einer Schlaufe hier. Das ist nur dafür da, dass es nachher nicht durchrutscht. Das zeige ich euch jetzt gleich. Gut, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen das Ding halbieren. So von der Länge. Und dann machen wir in der Mitte einfach eine Schlaufe. Also einen Knoten, der sich zuzieht. Das ist dann oben für unseren Deckel. Ich zeige es nochmal von Namen. Also ihr macht hier einfach so eine Öse, geht hier durch und dann haben wir hier eine Schlaufe. Wie gesagt, das Ganze in der Mitte von dem Paracord. Ja, und hiermit ziehen wir praktisch oben unseren Rucksack an der Kapuze zusammen. So, jetzt wird spannend. Ich hoffe, das sieht man in dem Video so. Also, wir nehmen alles, machen das hier so zusammen. Hier haben wir unsere Kapuze. Die legen wir auch mit um. Die nehmen wir auch noch mit in den Bund rein. So, und dann gehen wir hier einmal rüber und ziehen das Ganze schön fest. So, okay, jetzt haben wir unsere Schultergurte befestigt. So, und hier über den Knauf legen wir einfach den Rest von der halbierten Kapuze. So, und jetzt haben wir hier praktisch zweimal die Trageriemen. Okay, und jetzt kommt noch eins. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch verbinden. Und jetzt kommt ein Trick. Damit euch das hier nicht durchrutscht, mache ich hier auch noch mal genau so einen Knoten wie diesen Klemmknoten, um unten den Boden zu verbinden. Also einmal hier so durch, so eine Schlaufe, und dann können wir hier das Paracord durchziehen und der hält das ein bisschen fest, und vor allen Dingen können die Träger dann auch nicht mehr rausrutschen. Ich zeige das mal auf der anderen Seite noch mal ein bisschen näher. So, ich hoffe, man sieht's. Also hier machen wir wieder einfach mal hier diese Doppelschlinge und dann gehen wir da mit unserem Schultergurt in Anführungsstrichen Paracord durch, und der fungiert hier wie so eine Bremse. Das heißt, das rutscht euch dann nicht durch. So Leute, fertig ist unser Rucksack. Jetzt kann man den praktisch aufsetzen. Dazu nehme ich den hier über Kreuz. So, und lege mir den hier hinter. So, dann muss man wohl schauen, wo hier unten so die Laschen sind. Jetzt muss ich das Ganze natürlich noch ein bisschen festziehen hier. Dafür macht sich dann dieser Seilspanner sehr schön. Dann ist wichtig, dass wir hier praktisch die Gurte oder besser gesagt die Paracordstränge parallel legen, dass es nicht so einschneidet. Ja, und schon ist der Rucksack am Mann. Ja, und wenn er jetzt aufmacht, dann greifen diese Bremsen und diese Längen bleiben bestehen. Das heißt, ihr könnt den dann auch wieder viel schneller auf- und absetzen. Außerdem könnt ihr durch den Klemmknoten hier auch die Höhe und den Sitz anpassen. Seht ihr das? Um den Rucksack wieder abzunehmen, ganz einfach den Bauchgurt öffnen, hier an den Schulterriemen nehmen und abnehmen. Seht das schon? Ja, und hier sieht man auch, wieso dieser Knoten da ist. Das ist halt, damit der Schulterriemen nicht durchrutscht. Seht das hier? Da ist der Knoten. Sonst wird das Paracord da durchgleiten und ihr müsstet das jedes Mal neu einfädeln. Ja, wenn ihr den dann wieder aufsetzen wollt, habt ihr eigentlich schon die passende Länge. Könnt ihr wieder aufsetzen. So, Paracord genommen, gespannt, glatt gemacht, fertig.
Der Packsack findet übrigens auch eine Verwendung. Den könnt ihr noch als zusätzliche Tasche nehmen. Den kann man hier einfach mit an die Hüfte knoten. So, das habt ihr ja schon am Intro gesehen. Da habe ich ja die Fichtennadel mitgesammelt und ihr habt hier gleichzeitig noch eine Tasche. Ja, das war das Video zum Poncho Notfallrucksack. Habt gesehen, wie ihr mit wenig Equipment praktisch sogar noch ein Lager bauen könnt mit dem Poncho, den ihr dann praktisch als Rucksack benutzt. Ist eine feine Sache. Ihr seid ultra leicht unterwegs. Ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ich muss jetzt natürlich noch die Bodenplane hier hinten noch mit reinpacken. Die muss ja auch wieder nach Hause. Dann würde ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Detlef. Ciao. Tschüss.